Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal wieder eine richtig schicke kleine Bow 105 für euch, und zwar die neue, etwas größere Version der Bow, hier in dem Fall von Torkstor. Zur Verfügung gestellt hat mir das Modell freundlicherweise die Firma Natterer Modellbau. Dort ist der Heli natürlich auch erhältlich, und das Gute daran ist, dass Natterer Modellbau in Deutschland sitzt. Damit habt ihr auch keine langen Lieferzeiten, und wenn mal etwas sein sollte, habt ihr auch schnell Hilfe. Ich habe jetzt hier die abgespeckte BNF-Version nur mit dem Modell, um euch den Heli einmal zu zeigen. Wenn ihr den bei Natterer bestellt, bekommt ihr natürlich dann wie immer die RTF-Version mit allem, was dazugehört, inklusive der Fernsteuerung. Die habe ich jetzt in der BNF-Version natürlich auch nicht dabei, aber man kann die Modelle natürlich mit allen passenden Fernsteuerungen von Torkstor, RC-Era und Co. binden. Ich werde jetzt hier einfach eine vorhandene RC-Era-Fernsteuerung nutzen. Und da die Modelle und die Funktionen ja auch nahezu alle identisch sind, verzichte ich hier heute auch mal auf die Vorstellung der Fernsteuerung. Da gibt es ja mittlerweile auch genügend Videos von mir. Daher zeige ich euch gleich direkt die Bow mal etwas näher im Detail und dann gehen wir auch schon fliegen. Ich würde sagen, wir legen sofort los. Viel Spaß! Hier haben wir jetzt mal die schicke Bow vor uns. Ich habe hier auch schon mal die Raketenwerfer seitlich angeschraubt. Die werden ja nur in die Halterung eingeklipst und dann wird die ganze Halterung mit den zwei kleinen Schrauben am Rumpf angeschraubt. Diese Bow ist jetzt auch eine Nummer größer als die ältere Bow, die ich hier auf dem Kanal schon mal vorgestellt habe, und optisch macht sie auch noch einiges mehr her und hat noch einige Details mehr zu bieten, wie eben auch zum Beispiel die angebrachten Raketenwerfer. Wir haben hier wieder sehr viele kleine Nieten auf dem ganzen Rumpf verteilt, die auch von der Größe her super zum Modell passen. Wir haben echt viele Konturen abgebildet, wie die ganzen Türen und auch hier die Revisionsklappen. Die sind alle richtig schön dargestellt. Auch am Heckausleger haben wir wieder viele Nieten und auch die zwei Antennen sind hier am Modell vorhanden. Auch hier oben der ganze Aufbau der Militärversion wurde hier auch sehr schön dargestellt. Ich weiß jetzt im Detail gar nicht genau, um was es sich da handelt, aber das macht am Modell echt einiges her. Auch die große Antenne ist hier oben noch angebracht. Auch der Turbinendom ist wieder sehr gut gelungen, nur dass die kleinen Auspuffrohre jetzt hier nur schwarz dargestellt wurden. Das könnte man vielleicht später nochmal anmalen. Aber was auch richtig cool ist, sind die Türgriffe, die hier sogar farblich abgesetzt sind. Auch hier unten am Rumpf haben wir noch eine kleine Antenne angebracht und selbst der Akku wurde hier mit ein paar Details versehen. Leider ist er jetzt hier schwarz, aber man kann wahrscheinlich nicht alles haben. Die Cockpitscheiben sind hier komplett klar dargestellt. Das sieht jetzt ganz gut aus, aber vielleicht hätte es getönt noch etwas besser ausgesehen. Zumindest kann man jetzt hier auch sehr gut auf die verbaute Technik im Inneren gucken. Auf der Frontscheibe gibt es noch zwei Scheibenwischer und hinter der Scheibe sieht man auch noch ein angedeutetes Cockpit-Panel. Die Lackierung ist auch wieder sehr gut gemacht worden, hier in dem Camouflage-Design des Militärs. Auch die Decals, die wir hier haben, sind alle sehr sauber angebracht worden. Das Einzige, was ich jetzt hier habe, dadurch, dass das noch eine Vorabversion der Torkstor Bow ist, dass hier das Firmenlogo noch nachträglich aufgeklebt wurde, das wird dann bei der endgültigen Version natürlich nicht mehr so sein. Auch das Landegestell ist ganz gut geworden. Wir haben hier sogar noch zwei kleine Tritte angebracht. Eine Beleuchtung haben wir hier natürlich auch noch. Die fällt allerdings etwas mager aus. Und zwar haben wir hier hinten an den beiden Leitwerken jeweils die grüne und rote Positions-LED und auf dem Heckausleger noch eine weitere rote LED. Das war es dann aber leider schon. Aber was man sagen kann, dass die LEDs hier wirklich sehr hell leuchten. Als Rotorkopf haben wir hier einen Vierblattkopf verbaut. Das Zentralstück besteht aus Aluminium und die Blatthalter und die Anlenkungen aus Kunststoff. Und die Taumelscheibe besteht hier wieder klassisch aus Kunststoff und Aluminium. Die Rotorblätter sind hier wieder schwarz und haben an den Enden gelbe Blattspitzen. Auch bei der Bow wird natürlich die Taumelscheibe wieder über 3 Mikroservos in 120 Grad Anordnung angesteuert. Angetrieben wird die Bow von jeweils einem Brushless-Motor, und zwar das in beiden Fällen direkt. Und der Heckrotor sitzt hier auch auf der richtigen in Flugrichtung linken Seite der Bow. Auf der Unterseite haben wir dann noch den optischen Höhensensor und den LiDAR-Sensor verbaut. Und hier vorne haben wir dann das Akkufach. Hier wird der Akku einfach nur reingesteckt, bis die beiden Klipse einrasten. Und dann ist der Heli auch schon elektrisch mit dem Akku verbunden und muss nur noch über einen langen Druck auf den Ein-Ausschalter am Akku eingeschaltet werden. Die Bow hat einen Rotorkreis von 325 mm, eine Rumpflänge von 340 mm und ein Abfluggewicht von ca. 270 Gramm.
Am Ende das obligatorische Fazit. Viel Neues kann man ja mittlerweile auch nicht mehr erzählen. Opti sieht die Bo auf jeden Fall mega aus, wie ich finde. Die hat wirklich viele Details zu bieten. Auch hier vorne mit den zusätzlichen Militäraufbauten ist die Bo ein wirklich klasse Modell. Und wie schon gesagt, diesmal ein bisschen größer als die älteren Bos. Zum Fliegerischen gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr so viel Neues zu berichten. Sie fliegt ruhig und stabil. Ab und zu neigt sie etwas zum Zucken bzw. Einrasten durch die Höhensensoren, denke ich mal. Aber das hielt sich bei mir echt noch in Grenzen. Ich finde, die Bo kommt auch richtig gut auf Fahrt und man kann damit relativ schnell fliegen. Man sollte es nur nicht übertreiben, damit die Stabilisierung nicht durcheinander kommt. Das Einzige, was ich jetzt nicht so gut fand, ist, dass wenn die Bo landet, die ganz am Ende relativ schnell absackt und dann landet. Das ist aber, denke ich mal, bedingt durch die Höhensensoren und dass der Heckmotor jetzt durch die etwas größere Größe natürlich hier auch wieder ein bisschen lauter ist. Das wird wahrscheinlich einigen auch nicht so gut gefallen. Auf dem Rücken fliegen kann die Bo natürlich auch, wenn man das möchte. Das habe ich jetzt allerdings nicht ausprobiert, weil ich das bei Scalern eh nicht so doll finde und weil die Fernsteuerung jetzt nicht zu 100% dem entspricht, was bei der RTF-Version dabei ist. Da wollte ich jetzt auch nicht groß rumexperimentieren. Ja, ansonsten ist eigentlich alles wie immer bei den Modellen. Daher würde ich jetzt mal sagen, beende ich das Video hier. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Schreibt mir gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare zur Bo. Link zur Bo packe ich euch natürlich auch wieder unten in die Videobeschreibung rein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Chrissy. Ciao.